Welcome to Miami, ihr Lieben. Hier hat es momentan 38 Grad, deswegen habe ich mir einen Schattenplatz gesucht, um euch das Auto hinter mir zu zeigen. Denn es wird nach langer Zeit, einige von euch werden sich erinnern, in der Vergangenheit habe ich hier und da mal einzelne Autos vorgestellt, mal wieder Zeit, dass ich das jetzt hier auf dem Kanal tue. Und ich mache weiter mit einem Ferrari Testarossa. Das ist für mich ein Auto, was mir persönlich sehr, sehr viel bedeutet, muss ich sagen, das ich immer schon faszinierend gefunden habe. Ihr dürftet den Wagen hier sicherlich kennen, unter anderem aus der Fernsehserie Miami Vice, oder er hing vielleicht sogar als Poster bei euch im Kinderzimmer. Es gab das Automatenspiel Outrun von Sega damals in den 80er Jahren und auch da spielte dieser Wagen dann eine Hauptrolle. Also grundsätzlich ist der Testarossa ein Auto, was damals sehr, sehr viel Faszination geweckt hat und bis heute eigentlich meiner Meinung nach einer der faszinierendsten älteren Ferraris ist. Die Baureihe Testarossa ist 1984 erschienen und zwar als Nachfolger des 512 BB. Gefertigt wurde die gesamte Baureihe zwischen 1984 und 96, also immerhin satte 12 Jahre. Das ist schon mal eine ordentliche Leistung. Der Name erinnert übrigens an die erfolgreichen Rennwagen Ferrari 250 Testarossa aus den 1950er und 60er Jahren, mit denen Ferrari sehr, sehr erfolgreich war. Insgesamt sind von dem Wagen hinter mir, von der Baureihe hinter mir, 7177 Exemplare entstanden. Also für Ferrari-Verhältnisse sind das dann doch schon recht viele. Entworfen wurde die Karosserie des Testarossa übrigens damals vom Designstudio Pininfarina. Die haben also für ganz, ganz viele Ferraris verantwortlich gezeichnet, aber auch für ganz, ganz viele coole Entwürfe anderer Fahrzeuge, anderer Hersteller. Erkennbar ist der Testarossa, also das Urmodell, an seinem viereckigen Grill vorne in der Front. Der 512 TR, also der Nachfolger, hatte dann einen trapezförmigen Grill und der 512M, das ist das letzte Modell, die letzte Evolutionsstufe, die Anfang der 90er Jahre erschienen ist am ehesten erkennbar an den Klarglasscheinwerfern anstatt der Klappscheinwerfer. Die hat nämlich das Modell hinter mir noch und das finde ich persönlich wunderschön. Diese Klappscheinwerfer sind so typisch 80er Jahre, aber das ist halt auch das, was das Flair irgendwie ausmachte für mich. Also ich finde es sehr, sehr schön. Aber bevor ich jetzt weiter hier mit euch weit entfernt stehe, schnappe ich mir die Kamera und wir gehen mal gemeinsam rüber und ich erzähle euch weiter etwas zum Fahrzeug. Wie ich gerade schon kurz erwähnt habe, gab es insgesamt 3 Versionen während der gesamten Bauzeit. Der erste war der Testarossa, das ist das, was wir hier sehen, zwischen 1984 und 1991 gebaut. Dann gab es den 512 TR, der ist gebaut worden zwischen 91 und 94 und dann den 512M als finales Modell der Baureihe zwischen 1994 und 96. Das hier ist also die erste Generation und die erste Generation hat, wie auch alle folgenden, tada, einen Mittelmotor mit 12 Zylindern unter der Haube, 4,9 Liter Hubraum, 2 oben liegenden Nockenwellen und dann gab es noch eine mechanische Bosch Car Jetronic Benzineinspritzung. Dieser Testarossa hier hatte damals eine Leistung von 390 PS und 490 Newtonmeter. Heutzutage nicht spektakulär für die damalige Zeit, allerdings sicherlich durchaus unterhaltsam. Die späteren Modelle, der 512 TR, hatte dann 428 PS und die gleichen Newtonmeter. Und der 512M, also die letzte Evolutionsstufe, hatte dann 446 PS und 500 Newtonmeter an Drehmoment. Dieser hier, der alte, der kleine, wie man das auch immer sehen will, in Anführungszeichen, schafft die 0 auf 100 in 5,3 Sekunden. Und das ist definitiv schon mal eine sehr, sehr bemerkenswerte Zeit, finde ich. Leider hatte der Testarossa trotz seines Mittelmotors eine recht ungünstige Gewichtsverteilung. Und die lag bei 40:60 zwischen Vorder- und Hinterachse. Und deshalb gab es dann auch unter anderem 2 Federbeine pro Seite und breitere Reifen hinten. Der Vorgänger 512 BB hatte übrigens einen Kühler zur optimalen Kühlung des Motors. Der Testarossa, sein Nachfolger, hatte dann 2 und die verstecken sich genau hier. Und deshalb hat er auch unter anderem diese spektakulären Lufteinlasse, diese Lamellen hier an der Seite. Denn ganz lustig übrigens, wenn man jetzt hier mal die Tür aufmacht, man kann da durchgucken, also eine sehr lustige Konstruktion an den Türen. Aber letztlich war das unabdingbar, um genug Kühlluft in den hinteren Bereich des Wagens zu kriegen und da dann auch letztlich den Motor optimal zu kühlen. Ich habe ja gerade schon euch vorgeschwärmt von den Klappscheinwerfern und die sind meiner Meinung nach wirklich ein Traum. Einmal hier drehen
Dann kommen sie raus. Irgendwie sehr cool, sehr stylisch. Und typisch 80er halt. Dann widme ich mich für euch jetzt mal dem Innenraum. Allerdings eine Kleinigkeit noch. Die Türgriffe. Wunderbar versteckt. Hier drunter nicht zu sehen, eine schöne fließende Linie. Warum es Ferrari dann allerdings nicht hingekriegt hat, die Schlüssellöcher auch zu verstecken, ja, das erschließt sich mir nicht so ganz. Wenn es jemand von euch weiß, welchen Grund das hat, ob es da eine Regularie gab vielleicht, seitens des Gesetzgebers, Sicherheit oder was auch immer, dann schreibt es bitte unten rein. Ich weiß es nicht. Ich finde es ein bisschen befremdlich, vor allen Dingen, weil die hier wirklich in schwarz abgesetzt sind und die Griffe so schön versteckt. Nächste lustige Geschichte hier im Innenraum, die mir so aufgefallen ist, die Gurte. Seht ihr, wie die da hängen? Sehr, sehr, naja, kreativ will ich einfach mal sagen. So hat man die Leute dazu gekriegt, sich einfach mal gezwungenermaßen anzuschließen. Denn die liegen hier. Und wenn ich jetzt den Schlüssel reinstecke, Sekunde, zack, die Tür schließe, einen kleinen Blick noch. Dann bin ich automatisch angeschnallt, also dann doch schon sehr unterhaltsam. Nächste unterhaltsame Kleinigkeit übrigens meiner Meinung nach der Schlüssel. Ich ziehe ihn mal wieder ab, zeige ihn euch etwas größer. Der sieht aus wie jeder normale Schlüssel, allerdings ist der abklappbar und das aus dem guten Grund, weil sich sehr, sehr früh Besitzer beschwert haben, dass wenn sie den Schlüssel drin stecken haben und der Schlüssel ganz normal raussteht, dass man mit dem Knie letztlich an den Schlüssel rankommt. Und das wollte man dann etwas entkräftigen, indem man gesagt hat, okay, man biegt den Schlüssel runter und schon kann ich etwas besser letztlich mit den Füßen hier agieren, mit den Knien agieren. Die Armaturen sind so typisch, ja, emotionslos, 80er Jahre, ganz kleines Ferrari-Fett drauf, aber gut, das musste scheinbar damals reichen. Dafür finde ich sehr, sehr schön, wie immer, und das konnte Ferrari schon immer, diese offene Schaltkulisse, das ist halt göttlich. Interessant auch, der erste Gang ist unten links und dann geht es halt weiter mit 2, 3, 4, 5, also nicht oben links, wie man es so gewohnt ist, ist der erste Gang, sondern unten links eben. Dann ebenfalls in Bezug auf die Mittelkonsole, man sucht einen Aschenbecher. Der Aschenbecher ist allerdings hier nicht zu finden, sondern, sehr interessant, hier macht man die Tür auf und hier in der Tür findet sich auf jeder Seite ein Aschenbecher. Naja, eine sehr interessante Position, will ich mal sagen. Wo wir gerade bei den Armaturen waren, noch eine kleine Ergänzung. Man sieht Tacho, Drehzahlmesser, Öltemperatur, Wassertemperatur. Benzinanzeige? Nein, gibt's nicht. Doch, gibt's wohl. Hier unten schön versteckt in der Mittelkonsole, da unten. Und da muss man also dann auch regelmäßig hinschauen. Wobei glücklicherweise das eigentliche Lämpchen, wenn der Sprit leer ist, zumindest hier oben leuchtet. Nur die Kontrollblicke mal eben auf den Tank, um zu wissen, ob man mal wieder tanken muss, die sind halt dann doch nicht ganz so einfach. Bezüglich der Mittelkonsole fällt übrigens auf, es gibt hier die Regelung für die Lüftung. Das ist sehr, sehr befremdlich. Es ist so eine Druckfunktion, wie man sieht. Also sehr, sehr, ja, ich weiß auch nicht, Computerspiel 80er Jahre mäßig. Ansonsten hier der Drehregler für die Intensität der Luft, die elektrischen Fensterheber, ja, Zigarettenanzünder, dann noch hier Temperatur und dergleichen. Also alles liegt dann hier unten. Wobei genau genommen liegt eben nicht alles unten, denn wenn ich jetzt mal dann doch mit meinem Testarossa im Nebel unterwegs bin, was mache ich da? Ich gucke natürlich ganz selbstbewusst direkt an den Dachhimmel und finde da dann die Nebelleuchte, die man drücken muss. Hier ist dann auch die heizbare Heckscheibe, also alles liegt hier oben dann auch noch. Es ist irgendwie alles ganz nett verteilt. Also wenn man im Nachhinein, nachdem das Auto fertig war, gedacht hat, verdammt, uns fehlen noch 2 Knöpfe oder der Platz für 2 Knöpfe und naja gut, dann packen wir sie letztlich da nochmal hier oben hin, da ist noch ein bisschen Platz. Der Blick nach hinten raus ist übrigens gar nicht so schlecht, muss man sagen, denn wir haben hier noch die Dreiecksfenster und die helfen eigentlich schon ganz gut bei der Rundumsicht. Das sieht jetzt vielleicht schlimmer aus im Video, als es ist, aber es geht eigentlich. Also man kann sich da jetzt nicht groß beklagen, finde ich. Was der Testarossa übrigens nicht hat, ist eine Servolenkung. Also ich bin gerade hier auf dem Parkplatz gefahren und ich habe gedacht, ich muss sterben beim langsamen Rangieren zwischen den anderen Autos. Übrigens noch eine Kleinigkeit, die einem sofort auffällt, wenn man sich hier reinsetzt. Die Pedalerie ist nach rechts verschoben. Also ist so schräg rechts unter der Mittelkonsole, unter dem Armaturenbrett. Also es fühlt sich irgendwie ein bisschen komisch an. Ich hatte mal eine 95er Dodge Viper, da war das auch so. Ich hätte jetzt allerdings nicht gedacht, dass das bei Ferrari dann auch so war in den 80er Jahren.
Übrigens noch ein kleines weiteres lustiges Detail. Die Hupe kann man in einem Ferrari leider nicht ganz ernst nehmen. Zumindest nicht im Testarossa. Achtung! Ja, sehr niedlich. Also das schon, aber eindrucksvoll eher nicht. Naja gut, der Blick in den Rückspiegel ist auf jeden Fall eindrucksvoll. Wenn einem ein Testarossa hinterherfährt, ist zumindest ein guter Anfang. Aber hupen sollte man nicht. Doch, ich glaube jetzt erstmal genug meiner Faselei hier letztlich im Auto und übers Auto. Ich glaube, das Ganze ist schon ganz interessant, aber was ihr sicherlich auch hören wollt, ist der Sound des V12. Und den werde ich euch jetzt zumindest hier im Stand mal vorspielen. Ich bin gerade ein bisschen gefahren, aber ich will das auch nicht überstrapazieren, denn der Besitzer war so freundlich, mir das Auto mal zu leihen für eben diese Geschichte hier. Und da will ich jetzt nicht irgendwie erst darauf anlegen, dass dem ganzen Auto hier was zustößt, was man sicherlich verstehen kann. Denn ich sag mal, vor 5 Jahren, 6 Jahren haben die Autos hier in Deutschland 50.000, 60.000 Euro gekostet. Mittlerweile muss ich für gute Exemplare wie das hier auch schon mal 120.000, 130.000 Euro bezahlen. Und das sind halt doch mal Preisunterschiede, die man auch hier mittlerweile erkannt hat. Und deshalb schone ich das Auto lieber mal, weil es gehört eben nicht mir. So meine Lieben, das war mein kurzes Video zum Ferrari Testarossa. Das war für mich auf jeden Fall ein sehr wichtiges Thema, ein Video, was mir persönlich sehr, sehr viel bedeutet hat, weil ich halt immer noch finde, der Testarossa ist eines der coolsten Autos, was es so auf diesen Straßen gibt, auf der Welt gibt. Wenn euch das Video gefallen hat, ihr ein kleines bisschen was gelernt habt, vielleicht auch ich euch die ein oder anderen lustigen Kniffe habe aufzeigen können hier an diesem Auto, dann bitte Daumen hoch für das Video. Rumerzählen, dass mein Kanal unterhaltsam ist, dass man auch noch was lernen kann. Und ich sage vielen lieben Dank und bis in ein paar Tagen wieder zum nächsten Video. Macht's gut. Ciao, ciao.